Guten Morgen. Hallo. Wir haben in einem winzigen Kaff 80 Kilometer vor Madrid übernachtet. Madrid war uns etwas zu heiß zum Freistehen und jetzt geht's ab auf den Campingplatz, denn wir sehen uns die Innenstadt von Madrid an. Und wir freuen uns riesig drauf. Vor allem die Euler, die war noch nie dort und auch meine Erfahrungen mit Madrid sind noch nicht so ausführlich und wir freuen uns jetzt beide auf diesen Besuch, fahren auf einen Campingplatz zwecks der Sicherheit, damit der Camper dort sicher stehen kann, machen den Rest dann per Öffis. Jetzt aber erstmal 80 Kilometer durch den Stadtverkehr, wird hoffentlich gut gehen, ohne Unfälle und so weiter, die uns da Zeit stehlen könnten. Und dann geht's weiter. Los geht's. Los geht's. Vorab vielleicht ein paar Hinweise. Unsere Online-Recherche fördert 2 Campingplätze und einen privaten Stellplatz zutage. Der Campingplatz im Süden der Stadt hat schlechte Bewertungen und wohl auch nicht die beste Lage. Der private Stellplatz liegt hinterm Flughafen, was die Fahrt ins Zentrum per U-Bahn teurer und länger macht. Wir entscheiden uns daher für den neueren und gut bewerteten Campingplatz im Norden der Stadt. Madrid hat eine Umweltzone, in die man nicht so ohne weiteres einfahren darf. Wenn man also wie wir vom Süden kommt und auf einen Campingplatz im Norden der Stadt will, sollte man lieber manuell kontrollieren, ob die Streckenwahl des Navis passt. Insbesondere bei Staus sind Navis sonst geneigt, Ausweichstrecken zu suchen, die dann auch durch die Umweltzone führen können. Camping Osuna, laut unserer Recherche der beste Campingplatz hier in Madrid. Es gibt 2 Bereiche. Der vordere Bereich, wo es Stellplätze mit Strom gibt, und hier der freie Bereich ohne Strom. Nicht ganz eben, Keile sind Pflicht, aber sonst macht es einen guten Eindruck. Auch wenn es einer dieser Campingplätze ist, die uns eigentlich etwas abschrecken. Man bekommt ein farbiges Bändchen, damit man ein- und ausgehen kann und so weiter. Aber es passt schon für eine Nacht. Relativ teuer für Spanien, 30 € die Nacht ohne Strom. Mit Strom seid ihr dann wahrscheinlich fast bei 40. Ist nicht wenig, aber ist halt ein City-Campingplatz mit guter Anbindung, angeblich ein paar 100 Meter bis zur U-Bahn-Station. Die Mischung der Besucher passt jedenfalls. Es gibt viele Spanier, Franzosen, Holländer, Deutsche, Österreicher, alles da und bunt gemischt. Wir machen uns jetzt nur kurz fertig und dann geht es auch schon los, denn Ruhe hat man hier nicht. Da bereitet sich gerade eine Band vor, die jetzt gleich loslegen wird. Und das kann ja ganz lustig sein, aber wir sehen uns lieber Madrid an. Zuerst mal die Suche nach der U-Bahn-Station. Wir organisieren uns ein U-Bahn-Ticket am Automaten, mehr dazu später, und dann geht's auch schon los, ab ins Zentrum. Oh, hier tanzt der Bär. Wir sind mittendrin in Madrid und als erstes machen wir das absolute Touristen-Highlight, den Plata Mayor. Und der Ruben von unserer Wanderung auf den Teide, der hat uns empfohlen, ein Bocadillo de Calamares zu essen. Und nachdem wir Hunger haben, passt es gut. Wir sind gespannt. Madrid ist hier im Zentrum ruhiger, als wir erwartet hatten. Es gibt nur wenig Autoverkehr und wir genießen erstmal einfach das Schlendern durch die Gassen. La Plaza Mayor.
anschauenswert, aber wow, da sind wir nicht alleine. Sieht gut aus. Tagesordnungspunkt Nummer 1 war mal ziemlich erfolgreich. Unerwarteterweise. Es hat so trocken ausgeschaut, aber eigentlich waren die Kalamaren exzellent. Der Mercado de San Miguel. Da hat man der Qual der Wahl. Es gibt so viele leckere Sachen. Einfach, wow. Ich möchte alles essen, aber es gibt nur so viel Platz. Der Real Jardín Botánico kostet leider Eintritt, deswegen sparen wir uns den. Wir schauen weiter, gleich nebenan ist der berühmte Retiro und an dem kommt man unmöglich herum bei seinem ersten Madrid-Besuch. El Retiro, der Central Park von Madrid. 3,3 Millionen Einwohner hat Madrid und ist damit die zweitgrößte Hauptstadt Europas nach Berlin. Und die Leute hier brauchen natürlich auch ihren Auslauf sozusagen. Der Retiro Park ist der Ort, wo sie hingehen für Sport. Hier gibt es Tennisplätze, hier gibt es Möglichkeiten zu laufen. Ich glaube sogar ein Fußballstadion gibt es und einen See und den sehen wir uns jetzt als nächstes an. Wahnsinnig groß, man könnte sich hier verlaufen. Ja. Da wuselt's. Und die unterschiedlichen Interpreten vermischen ihre Musikbeschallung da auch ganz schön. Olli, brauchst du ein WC? Nein, zum Glück, weil wenn ich müsste, ich glaube nicht, dass ich da rechtzeitig ankommen wird. Zufällig stolpern wir über ein Latino-Fest, da wir aber nicht wissen, wann es anfängt und wir vor Sonnenuntergang noch ein Ziel haben, geht's für uns weiter. Unsere Tickets funktionieren natürlich auch im Bus und einen solchen schnappen wir nun. Wir hoffen, im richtigen zu sitzen. Gleich wissen wir mehr. So ein Tag in Madrid, der geht sehr schnell vorbei. Gleich haben wir Sonnenuntergang und dafür haben wir uns was Besonderes aus dem Netz gesucht. Cerro del Tío Pío heißt dieser Park mit Hügeln und diese Hügel bieten sich an für einen schönen Blick über die ganze Stadt zum Sonnenuntergang. Dafür sind wir jetzt etwas aus der Stadt rausgefahren, sind jetzt schon in einem Viertel relativ weit außerhalb, ca. 20 Minuten Busfahrt. Die Ola kauft uns jetzt noch ein Wasser und dann freuen wir uns auf die Ausblicke.
Wow, das ist nicht sehr weit hier rauf und diese paar Schritte, die zahlen sich aus. Seht mal. Wie so oft auf unseren Reisen sind für uns nicht die klassischen Sightseeing-Ziele Priorität Nummer 1. Lässt sich aushalten. Für uns ist es wichtig, einen Ort zu erfühlen, zu erfahren, wie man dort lebt und wie sich das Leben dort anfühlt. Und in diesem Punkt weiß uns Madrid zu überzeugen. Wir fühlen uns rundum wohl und bestaunen die Stadt im Abendlicht, ohne genau zu wissen, welche wichtigen Bauwerke wir hier in der Ferne sehen. Es genügt uns, den Moment zu genießen und zu wissen, wenn wir wollen, gibt's hier noch sehr viel zu entdecken. Es ist schon einladend. Wir genießen es jetzt schon ein bisschen, die Touristen hinter uns gelassen zu haben. Hier in den Vierteln etwas außerhalb des Zentrums. Sehr angenehm, sehr echt. Nun ist unsere Entdeckerbatterie aber leer und wir beschließen, zum Campingplatz zurückzukehren. Die Rechnung haben wir ohne den Samstagabend gemacht. Anders als am Vormittag muss man sich nun schon um einen Platz in der U-Bahn drängeln. Aber wir drängeln erfolgreich und nach ein paar Mal umsteigen sind wir dann auch wieder zurück am Camping Osuna. Zurück am Campingplatz. Der große Rummel scheint vorbei zu sein, aber ein Foodtruck hat noch offen. Ja, man wird hier versorgt und die Stimmung ist gut. Ja, ich mach's ja. Guten Morgen, wir sind immer noch da. Madrid war einfach so toll beim ersten Eindruck, dass wir noch einen Tag verlängert haben. Und jetzt gehen wir ein zweites Mal die Stadt erobern. Haben wir nicht erwartet. Wir haben in letzter Zeit wenig Lust auf Großstädte, aber Madrid hat uns echt fasziniert. Es ist zwar super busy, aber ein ganz tolles Gefühl in dieser Stadt. Das kann man gar nicht so genau beschreiben, oder? Es ist einfach ein gutes, angenehmes Gefühl, man fühlt sich wohl. Wir haben es so genossen, dass wir am Abend gesagt haben, wir können noch nicht weiterfahren und wir müssen noch einen Tag dranhängen. Ziemlich interessant für uns übrigens, gestern war es ja auch am Platz hier recht laut und busy, zumindest tagsüber. Und heute ist es komplett ruhig. Sonntag scheint der Ruhetag für die Madrilenen zu sein. Zumindest hier am Platz. Los geht's! Warten, die Olle hat was vergessen. Und während wir warten, kann ich euch kurz was zum U-Bahn-Ticket erzählen. Es gibt wie in den meisten Großstädten ein Touristenticket, kostet 8,40 für den Tag. Das heißt, wenn ihr 2 Tage hier seid wie wir, dann müsst ihr das zweimal kaufen, ist dann etwas günstiger, aber trotzdem nicht billig. Und was wir stattdessen gemacht haben, ist, wir haben eine 10-Zonen-Karte gekauft, die kostet 6 irgendwas. Und mal ehrlich, fahrt ihr mehr als 5 Strecken pro Tag mit der U-Bahn? Wir nicht. Wir sind halt eher die einmal ins Stadtzentrum fahren und dann viel zu Fuß erledigen. Gestern haben wir 3 Strecken verbraucht. Selbst wenn ihr mehr macht als wir, dann kommt ihr mit 5 wahrscheinlich aus. Und das ist auf alle Fälle günstiger. Außerdem hält der Ticket so gut wie 10 Jahre, also für den nächsten Besuch, falls ihr die ganzen Fahrten nicht aufbraucht. Wir marschieren mal wieder zur U-Bahn und dann, was ist unser erstes Ziel heute? Der Königspalast, oder? Yep. Ab ins Zentrum. Das Gedränge in der U-Bahn von Samstagabend hat sich mittlerweile erledigt. Sonntags vormittags hat man auch in Madrid viel Platz.
Da sind wir im Königspalast in Wien, Madrid. Das sieht architektonisch sehr Wien-mäßig aus. Interessant. Ich finde es faszinierend. Und das ist eventuell kein Zufall, denn das Zentrum Madrids nennt man auch El Madrid de los Austrias. Denn die Habsburger haben hier regiert im 16. und 17. Jahrhundert und dementsprechend sieht die Architektur auch recht ähnlich aus wie in Wien. Gleich hinter dem Königspalast sind die Jardines Sabotini. Leider haben wir ein Problem. Ein Reißverschluss meines Fotorucksacks hat den Geist aufgegeben und will nicht mehr schließen. Mitten in einer Großstadt ist das eher unangenehm und so beschließen wir, nur mehr was zum Essen zu suchen und es dann gut sein zu lassen. Gerrit, hast du Hunger? Ja, aber wie? Nach langer Suche was gefunden, jetzt gibt es doch noch was zu essen. Ich habe mir gedacht, ich weiß über die mehr. So, in einem Markt gab es jetzt was zum Essen für uns, aber jetzt hängen wir so richtig da. Dass viele herummarschieren plus Essen bedeutet Mittagsmüdigkeit. Jetzt werden wir es gut sein lassen und nicht mehr alles zerreißen und einfach mal zurückfahren zum Campingplatz, den Abend dort genießen, solange es noch Sonne gibt. Video schneiden muss ich auch noch. Ich habe euch ja auf morgen vertröstet, damit wir eben nochmal nach Madrid rein konnten. Und somit war es das erstmal. Sehr schöne Stadt, wirklich. Ja. Aber für 2 Tage halt viel zu viel. Also es gibt hier genug für einen Monat zu sehen. Die verschiedenen Stadtvierteln und ganz viele Sehenswürdigkeiten. Das reicht diesmal nur für einen Ersteindruck. Madrid liegt ja wieder auf der Route, das nächste Mal, wenn es in den Süden geht. Genau. Ein letztes Mal warten wir auf die U-Bahn und der Begriff Haltestelle bekommt nun eine neue Bedeutung. Denn ich halte meinen Rucksack manuell zusammen und hoffe, dass er so den Inhalt nicht über die U-Bahn-Gleise verstreut. Goodbye Camping, goodbye Madrid. Das war's. Wir fahren weiter. Nach unserem zweitägigen Intermezzo setzen wir die Fahrt in den Norden also fort. 2300 Kilometer liegen noch vor uns und was bleibt uns da übrig, als zwischendurch auch mal Kilometer zu fressen. Im nächsten Video wähnen wir uns im weststeirischen Köflach und es wird unerwartet kalt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.